Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind in Asien angekommen. In Attirau verläuft die geografische Grenze zwischen Europa auf der Seite und Asien auf dieser Seite, sozusagen mitten durch den Fluss. Diese Woche seht ihr in unserem Video die Überfahrt durch Russland. Und die ersten Tage, die wir in Kasachstan erleben, ein Land von gigantischem Ausmaß. Und das heißt, wir fahren auf teilweise richtig miserablen Straßen, was wiederum bedeutet, man fährt zwischen 20 und 30 Stundenkilometer. Und ja, da braucht man viel Zeit und viel Geduld und die haben wir und wir nehmen euch jetzt einfach mit und zeigen euch, was wir hier bisher erlebt haben. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Moin! Wir haben die Region Sevan wieder verlassen und befinden uns auf direktem Weg an die Grenze nach Georgien. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Wir sind nervös, was am Freitag unsere Einreise nach Russland betrifft. Was es aber vielleicht ein bisschen leichter machen könnte, ist die Tatsache, dass wir jetzt als kleine Karawane reisen. Wir fahren mit 2 Autos, denn ich habe bei Facebook in einer Overländer-Gruppe einen Post abgesetzt mit unseren Transitdaten. Und daraufhin hat sich eine Frau gemeldet, die alleine reist und auch auf den 4. das Visum ausgestellt hat. Ja, und jetzt werden wir zusammenfahren und wir werden uns treffen in Stephansminda und wir sind schon sehr gespannt. Wird also quasi eine Karawane, wie sich das für die alte Seidenstraße gehört. Genau. Nach 2 Wochen Armenien und fast 5 Wochen Georgien beginnt für uns ein neuer Reiseabschnitt. Wir freuen uns auf Zentralasien. Wir freuen uns, auf dem Weg zur russischen Grenze erneut die Bergwelt des großen Kaukasus zu erleben. Für unsere 3-tägige Transitfahrt treffen wir letzte Vorbereitungen. Wir füllen unsere Vorräte auf und aktualisieren unsere Reisedaten in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes. Unter dem Namen Elephant haben alle sich im Ausland befindenden Deutschen die Möglichkeit, sich elektronisch zu registrieren. Wir führen dieses Konto bereits seit Beginn unserer Reise.
Hier hinterlegen wir alle einzelnen Reiseabschnitte. Das System liefert automatisch wichtige Informationen für die Zielregionen, zum Beispiel Reisewarnung oder die zuständige Auslandsvertretung. Über eine Eingabemaske können die Daten hinterlegt werden. Auch mitreisende Familienmitglieder lassen sich registrieren. So weiß das Auswärtige Amt, wo wir uns aufhalten, was uns gerade bei diesem Transit ein gutes Gefühl gibt. In der Rubrik Notfallkontakte haben wir die 3 wichtigsten Familienangehörigen hinterlegt. In Stephansminder lernen wir unsere Reisebegleiterin Susanne kennen. Wir 3 verstehen uns auf Anhieb super. Susanne ist für 3 Monate mit ihrem UAZ Buchanka namens Hugo unterwegs und betreibt unter dem Namen roadtriplove.de einen sehr schönen Instagram-Kanal, der einen Besuch wert ist. Wir tauschen 150 € in Rubel und fahren noch ein Stück weiter nördlich zu unserem Übernachtungsplatz. Guten Morgen aus dem großen Kaukasus ein letztes Mal. Es ist 6:30 Uhr, wir sind kurz davor, an die Grenze zu fahren. Vorher müssen wir noch durch so einen ominösen Tunnel, der zweispurig ist und bei dem es wohl so ist, dass die LKWs gerne die rechte Spur komplett blockieren aufgrund eines Staus. Wir hoffen, dass wir um diese Uhrzeit dieses Problem noch nicht haben, weil man wohl als Autofahrer dann versuchen muss, sich durch den Gegenverkehr seinen Weg zu bahnen. Ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es morgens um 6:30, 7 da noch gar keine Probleme gibt. Genau, unsere Mitfahrerin Susanne scheint noch zu schlafen. Ich werde jetzt gleich mal rübergehen und sie wecken, damit wir hier pünktlich um 6:30 wegkommen. Bis später. Guten Morgen. Spätestens bei diesem Grenzübertritt wird uns klar, unter welchen Bedingungen Lkw-Fahrer eigentlich arbeiten. Wir vermuten, dass sie oft tagelang darauf warten müssen, abgefertigt zu werden. Uns nötigt das Respekt ab.
Wieder erwarten ist die Atmosphäre an der Grenze relativ entspannt, sodass wir uns sogar trauen, kurz zu filmen. Unmittelbar nach Grenzübertritt legen wir unser Etappenziel fest und suchen über die App iOverlander einen Schlafplatz. Wir wollten euch einen kurzen Bericht geben über unseren Grenzübertritt. Anfangs sah es so aus, als würde unsere Strategie, um 7 Uhr an der Grenze zu sein, aufgehen. Wir sind super durch diese Tunnel gekommen, vor denen wir tatsächlich so ein bisschen Respekt hatten, nachdem wir von anderen Reisenden gehört hatten, dass die da im Stau standen, mehrere Stunden. Das war für uns echt so die absolute Horrorvorstellung. Aber wir waren kurz vor 7 durch beide Tunnel durch, super entspannt und waren wenige Minuten nach 7 an dem ersten Grenzposten, wo unsere Ausweise kontrolliert wurden und dann 2 Grenzbeamte mit mir in den Camper gekommen sind. Die haben sich dann so ein paar Schubladen öffnen lassen, einmal in den Kleiderschrank geguckt, einmal ins Bad. Einmal musste ich kurz die Heckgarage öffnen und das war's. Der eine brachte dann noch so einen Spruch, nachdem er in meinen Reisepass geguckt hatte und meinte so, oh, Breaking Bad. Ich muss sagen, ich gucke diese Serie nicht, aber ich habe schon mal gehört, dass ich da irgendjemanden wohl ähnlich sehe. Das war dann irgendwie so ganz lustig. So. Und dann kam Stufe 2 sozusagen. Ja, dann kam die Position, an der wir das Auto einführen mussten, beim Zoll. Da haben wir erstmal 2 Runden gebraucht beim Ausfüllen der Formulare, bis wir alles korrekt am richtigen Platz schön geschrieben ausgefüllt hatten. Wir waren vorher gefragt worden, wer der Fahrer ist und haben alles auf Christoph ausgestellt. Haben dann nach der 2. Runde festgestellt, dass aber die Dokumente auf mich ausgestellt werden müssen, weil ich die Halterin des Fahrzeugs bin. Dann sind wir in die 3. Schleife gegangen. Dann wähnten wir uns am Ziel, aber dann war erstmal Schichtwechsel. Und Schichtwechsel bedeutet nicht, ein Team geht und das nächste kommt. Nee, dann ist erstmal Pause angesagt. Dann wurde dieser Pavillon gereinigt und uns wurde gesagt, ja, ihr könnt jetzt bis 9 Uhr euch noch mal ins Auto setzen. Genau, das haben wir nicht gemacht. Wir sind mit der kleinen Gruppe Georgia vor diesem Schalter einfach stehen geblieben und haben gewartet, bis sich das Fenster wieder öffnet. Dann hat die Dame unsere Papiere angenommen. Und wir haben gedacht, hey cool, wir sind ja immer noch super gut in der Zeit, das läuft ja echt gut für uns. Aber dann kam das große Drama. Ein Stromausfall. Der hat in der Tat 1,5 Stunden gedauert, bis das Licht wieder anging. Ja. Und das ist so die Situation, wo ich mir so denke, wenn du dann in diesem Tunnel steckst und es passiert stundenlang gar nichts, du weißt aber nicht warum, ja, da haben wir so gedacht, wie cool ist es, wenn du zumindest schon mal so in der ersten Reihe bist und weißt zumindest, was Sache ist. Ne? Ja, wir fahren ja in Kolonne mit Susanne und haben uns einfach ein bisschen die Zeit vertrieben, bis das Licht wieder anging. Und dann wurden unsere Papiere auch relativ zügig bearbeitet. Zügig, genau. Nach 5,5 Stunden. 5,5 Stunden hat jetzt dieser ganze Übertritt gedauert. Waren wir da durch, genau. Wir waren dann auch im wahrsten Sinne des Wortes durch. Wir haben dann hinter der Grenze noch eine Versicherung gekauft für 15 Tage. Das ist das kleinste Paket, 25 Euro und auch 30 Gigabyte Internetdaten für 5 Euro. Und jetzt rollen wir. Ja, hier ist eine Militärkontrolle. Wir machen die Kamera mal ganz kurz aus, würde ich sagen.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben uns Internet gekauft und ja, rollen jetzt auf der Transitstrecke Richtung Kasachstan. Genau. Tatsächlich auf den großen Straßen. Wir haben aus der App iOverländer erfahren, dass Ausländer sich auf den Main Routes zu bewegen haben. Der ein oder andere scheint da schon eine Strafe kassiert zu haben, indem er durch Städte gefahren ist, unwissentlich vermutlich. Deswegen ja, fahren wir jetzt hier auf der Autobahn. Genau, trotz dieses Zeitverlustes an der Grenze läuft es jetzt irgendwie ganz gut. Und wir wagen so ein bisschen zu hoffen, dass wir es vielleicht morgen schon schaffen, Kasachstan zu erreichen. Ja, was irgendwie ganz cool wäre und sich irgendwie ganz gut anfühlen würde. Genau, wir melden uns wieder. Bis später. Bis dann. Ciao. Die erste Nacht stehen wir auf einem Parkplatz im Ortskern. Am nächsten Morgen Vanlife am See und weiter geht's. So, Tag 2 unseres Transits durch Russland ist fast vorbei. Wir haben insgesamt 600 Kilometer schon geschafft in den 2 Tagen. Gestern durch den etwas längeren Grenzübertritt sind wir ungefähr noch 5 Stunden gefahren und heute insgesamt so 8 Stunden. Genau, wir waren 10 Stunden unterwegs heute, aber haben hier und da so ein paar Pausen gemacht. Die Straßen waren erstaunlich gut, muss ich sagen. Und wir hatten Glück, wir sind in keine einzige Kontrolle gekommen, obwohl die Polizeipräsenz hier auf der Strecke immens ist. Also unglaublich, wie viele Polizeiwagen unterwegs sind bzw. an jeder Ecke stehen und auch diverse Militärposten. Aber wie gesagt, wir sind nicht ein einziges Mal kontrolliert worden. Hatten ganz kurz überlegt, ob wir es heute schon bis an die Grenze schaffen wollen, haben uns dann aber dagegen entschieden und haben gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Break, haben jetzt für morgen nochmal so 110, 112 Kilometer vor uns. Also auf jeden Fall gut machbar. Wir haben für heute Nacht eigentlich einen ganz netten Spot gefunden, hier am Fluss. Genau, da ist der Wagen von Susanne und ja, da ist Puschel. Genau, der Platz ist ganz schön. Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir nochmal in diesen Fluss reinspringen, aber irgendwie ist uns die Lust aufs Baden vergangen. Auch wir melden uns morgen wieder, wenn wir die Grenze hinter uns gelassen haben. Bis dahin. Wir streifen die Städte Grosny und Astrachan, denn unsere Transitroute verläuft auf dem direkten Weg durch Dagestan und Tschetschenien. Beim Grenzübertritt bekommen wir einen Vorgeschmack auf die Freundlichkeit der Kasachen. Der Grenzbeamte interessiert sich mehr für unsere Reisegründe und die geplante Route als für den Inhalt unseres Vans. Wir passieren die Grenze mit den Worten „Herzlich willkommen in Kasachstan“. Es ist Sonntagnachmittag und eine der ersten Dinge, die wir in einem neuen Land tun, ist eine SIM-Karte zu organisieren, damit wir sofort Internet haben. Und wir sind nach der Grenze in den ersten kleineren Ort gefahren und haben tatsächlich auf dem Sonntagnachmittag einen
Telefonladen gefunden, der auf hat. Leider macht die Aktivierung der SIM-Karte im Moment noch ein paar Probleme, aber wir sind zuversichtlich, dass das Ganze klappen wird. Auch in diesem Ort werden wir herzlich begrüßt. Am Rande des Stadtparks finden wir unseren ersten Übernachtungsspot in Kasachstan. Von Ganjushkino aus geht es weiter Richtung Atirau. Schotter und Asphalt als Straßenbelag wechseln sich regelmäßig ab. Das fordert Mensch und Maschine. Für die 180 Kilometer bis Xamit Ergaljew benötigen wir daher 8 Stunden. Unterwegs begegnen uns am Straßenrand die ersten freilaufenden Dromedare und Kamele. Bei der Anfahrt unseres nächtlichen Stellplatzes spielen Susanne und Hugo die Vorteile ihres Four-Wheel-Drives aus und kommen mit einigem Vorsprung an, landen allerdings auf der falschen Uferseite der kleinen Oase. Begrüßt werden wir von einer kleinen Herde freundlicher, neugieriger Kamele, die ansonsten aber nicht viel Notiz von uns nehmen. Mit einiger Verzögerung trudelt Susanne unter den schattenspendenden Bäumen ein. In Atirau angekommen, füllen wir unseren Gastank. Auch hier passen unsere Adapter weiterhin einwandfrei. Wir entscheiden uns in Atirau im Hof des Hostel Azu zu stehen. Das Hostel bietet uns für 4 Euro pro Person neben einer Waschmaschine auch ausgiebiges Duschen. Susanne wird ihrem Hugo für 2 Nächte untreu und zieht in ein Hotel. Am nächsten Tag heißt es Abschied nehmen. Nach 5 gemeinsamen Reisetagen fahren wir wieder zu zweit weiter. Wir genießen die unendliche Weite der kasachischen Steppe. Bei Temperaturen bis 42 Grad entdecken wir Melonen als neues Grundnahrungsmittel. Etwas abseits vom Stadtzentrum entdecken wir einen auf den ersten Blick traumhaften Spot. Nicht ahnend, dass dieser bereits von einem Heer von Ameisen bewohnt wird. Daher entscheiden wir uns bereits am nächsten Morgen zur Abreise. Aufgrund der Ameisen folge ich meinem Impuls nicht, die Bodenbeschaffenheit vor der Abfahrt zu prüfen. Dies wird bitter bestraft. Wir stecken mal wieder fest.
Dank unserer Anfahrmatten schaffen wir es diesmal, aus eigener Kraft rauszukommen. Oder war es doch Petras einarmiges Anschieben? Egal, Glück gehabt. Bevor wir weiterfahren, decken wir uns auf dem Bazar von Kulzari noch mit frischem Gemüse ein. Und, genau, mit mehreren Melonen. In Baineo klopft Adelbeck an unsere Tür. Er möchte wissen, woher wir kommen und hat Lust, sich ein bisschen zu unterhalten. Unsere abendliche Anfahrt auf Şetbe beschert uns einen glühend roten Sonnenuntergang und damit ein großartiges Finale für unsere erste Woche in Kasachstan. Das war unsere erste Woche in Kasachstan und wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden. Kasachstan ist die riesengroße Überraschung für uns. Die Menschen wahnsinnig herzlich, die Natur begeistert uns total. Ein Land der Extreme. Wir sind wirklich stundenlang durch die Steppe gefahren und können ehrlich gesagt davon gar nicht genug bekommen. Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass es hier unglaublich warm ist mit 42 Grad und manchmal wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Wenn man draußen ist, dann weht immer ein leichter, warmer Wind, so ein bisschen als würde man in der Sauna geföhnt werden. Das ist nicht unangenehm, im Gegenteil. Das ist eine sehr trockene Wärme und ein, wie ich finde, interessantes Erlebnis. Schön, dass ihr dabei seid. Beziehungsweise dabei wart, aber Kasachstan geht weiter für uns. Weitere Abenteuer warten auf uns und somit auch auf euch. Mehr dazu nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.